Tonight we hunt! Gone in a flash before our time. Up in the skies together. Hi und herzlich willkommen zu unserem ersten League of Legends Guide, in welchem wir uns etwas mit dem neuen Rengar Rework beschäftigen. Ich bin Paul. Und ich bin Max und wir begleiten euch zusammen durch Season 7. Wir werden uns genauestens mit allem bezüglich des neuen Jungles sowie Rengars Rolle darin befassen. Wir haben diesen Guide inklusive eines speziellen Builds innerhalb eines Normal Games getestet. Erwartet also daher kein Gameplay-Material auf Pro-Level. Zuerst werden wir uns mit den einzelnen Fähigkeiten von Rengar befassen. Beginnen wir dafür mit Rengars Passiven. Anstatt mit Mana zu arbeiten, basiert Rengar auf einem Wildheitssystem. Mit jeder Fähigkeit sowie dem ersten Sprung generiert er einen Stack. Mit 4 Stacks ist seine nächste Fähigkeit verstärkt und gibt ihm einen massiven Laufgeschwindigkeitsboost. Außerhalb des Kampfes verliert er seine Wildheitsstacks. Zudem erhält er für jeden gegnerischen Champion, welchen er innerhalb eines Zeitraums von 1,5 Sekunden tötet, einen Stack auf seiner zweiten Passiven, der Knochenhalskette. Für jeden Stack erhält er einen permanenten AD-Bonus. Seine Q heißt Brutalität. Hierbei schlägt Rengar nach allen Gegnern einen Bogen vor sich, bevor er sie in einer Linie durchbohrt. Setzt Rengar die Fähigkeit außerhalb der maximalen Reichweite ein, bewegt er sich ein kleines Stück in die gewählte Richtung. Der Wildheitseffekt verursacht hierbei erhöhten Schaden. Rengars W ist der Kampfschrei. Hierbei brüllt er laut auf und fügt Gegnern Schaden zu und heilt sich um einen kleinen Teil seines kürzlich verlorenen Lebens. Der Wildheitseffekt unterbricht außerdem Massenkontrolleffekte und macht ihn kurzzeitig gegen sie immun. Die E ist der Bola-Wurf. Hierbei wirft Rengar eine Bola auf sein Ziel, wodurch dieses kurzzeitig verlangsamt wird. Der Wildheitseffekt hält das Ziel fest. Rengars Ultimate heißt Jagdfieber. Hierbei helfen Rengars Jagdinstinkte ihm, sich zu camouflieren und enthüllen den nächsten gegnerischen Champion in einem weiten Radius um ihn herum. Während Jagdfieber aktiv ist, erhält Rengar erhöhtes Lauftempo und kann auf den aufgedeckten Gegner springen, den er garantiert kritisch trifft, selbst wenn er gerade nicht im hohen Gras ist. Bevor wir zum eigentlichen Itembild kommen, gehen wir noch einmal die Runen und Masteries durch. Als Runen benutze ich 12-18-0. Dabei nehme ich Thunderlords mit. Eine weitere Möglichkeit wäre Storm Raiders, um den Movement Speed nach dem Tod des Gegners zu erhöhen. Allerdings halte ich die Slow Resistance für verschwendet, da Rengar sowieso schon CC-Immunität im Kit hat. Die Masteries sind darauf ausgelegt, sowohl den meisten Damage zu machen, als auch einen gesunden Jungle Clear mitzubringen. Wer sich nicht ganz so sicher im Jungle ist, kann anstatt der erhöhten Fähigkeit Schaden auch den Attack Speed mitnehmen. Ansonsten sind die meisten Masteries mehr oder weniger fest. Bei meinen Runen liegt der große Fokus auf der Lethality und den Cooldown Reduction. Zusätzlich habe ich noch Armor Seals dabei, um etwas gesünder durch den Jungle zu kommen. Und wieder ist es möglich, den Bild ein klein bisschen umzuändern. Wer sich nicht sicher im Jungle fühlt, kann die beiden Lethality Quintessenzen entfernen und dafür für Attack Speed ersetzen. Das vereinfacht den Jungle Clear drastisch. Kommen wir nun zum eigentlichen Itembild. Ich nenne ihn gerne den Utility Rengar. Er basiert darauf, den normalerweise starken Mid-Game Power Spike von Rengar etwas zu verzögern und dafür einen weitaus früheren und stärkeren Late-Game Power Spike zu bekommen. Natürlich muss man ein klein bisschen die Schwäche im Mid-Game ausgleichen. Dafür bringt er jede Menge Team-Utility durch ein hohes Ward-Coverage mit. Wie man sieht, bevorzuge ich das grüne Jungle-Item. Es sorgt dafür, dass ich meinem Team direkt durch Ward-Coverage helfen kann. Das Blue Trinket unterstützt das Ganze noch. Zusätzlich hilft dir das Blue Trinket beim schnelleren Jungeln, denn die Wards vom Blue Trinket verschwinden nicht. Das heißt, es ist möglich, seine eigenen Camps abzuwarden und dann vom Busch zum Camp zu springen. Das verschnellt den Jungle Clear ungemein. Den Red Smite empfehle ich nur, falls der Gegner starke Duellanten hat. Wie man sieht, ist es dann möglich mit Level 9, und ja, ich habe es ausprobiert, mit Level 9 ist es schon machbar, 40% Cooldown Reduction mit den Boots, den Warhammer und dem Yumus sowie die Masteries zu erreichen. Das sorgt für einen häufigeren Ulti-Einsatz. Der Late Game Item Bild besteht aus Yumus, Edge of Night, Duskblade, Infinity Edge sowie einem Death Dance und Boots. Hierbei hat jedes der Items eine besondere Funktion für Rengars Kit. Yumus Ghostblade erhöht seinen Movement Speed, um schneller auf einen Gegner zu kommen oder sich schneller wieder zu entfernen. Edge of Night sorgt mit seiner Aktiven, die man vor der Ulti aktivieren kann,
dafür, dass man CC direkt entgehen kann, ohne seine W dafür benutzen zu müssen. Das Blade erhöht einerseits den Burst und andererseits sorgt es dafür, dass man sich nicht unbedingt das Red Trinket holen muss, um Wards aufzudecken. Infinity Edge erhöht den Burst und Death Stand verbessert den Jungle Sustain, sowie sorgt dafür, dass du nicht ganz so leicht geburstet werden kannst und gegebenenfalls eine Kombination mehr rauskriegen kannst. Kommen wir nun zu einigen von Rengers Standard-Kombos. Renger besitzt 4 Standard-Kombos, von denen 3 sprungbasiert sind. Alle verfolgen unterschiedliche Ziele, welche durch die verstärkten Fähigkeiten unterstützt werden. Die Standard-Damage-Kombo besteht aus dem Sprung, in dem ihr gleichzeitig die E und ein Auto-Attack macht. Bei der Landung folgt eine Q und ein Auto-Attack und wiederum eine W. Dann könnt ihr noch eine verstärkte Fähigkeit machen. Die erweiterte Sprung-Kombo dient dazu, eure Sprungreichweite aus dem Busch zu erhöhen. Dazu macht ihr erst eine Q, dann folgt ein Jump mit einem Auto-Attack. Wenn ihr angekommen seid, folgt eine E, eine W und wieder ein Auto-Attack. Um eure verstärkte Fähigkeit zu erreichen, macht ihr noch einmal eine Q und einen Auto-Attack. Die dritte Kombo ist die sogenannte Chase-Kombo. Diese dient vor allem dazu, außerhalb des Busches Feinde effektiv verfolgen zu können. Hierzu macht ihr erst eine E und eine Q, gefolgt von einem Auto-Attack und einer W. Um die verstärkte Fähigkeit zu aktivieren, kommt nochmals eine Q und ein Auto-Attack. Die letzte Kombo ist die sogenannte One-Shot-Kombo. Im Sprung wird hierbei eine E, eine W und ein Auto-Attack gemacht. Bei der Landung folgt eine Q und eine Empowered-Fähigkeit. Kommen wir nun zu den Ganks und das Spiel mit der Passiven. Das schnelle Erreichen aller Stacks für Renger ist ein wichtiger Punkt. Besonders der frühe Fokus auf Tanks ist der Schlüssel zum Erfolg, für eine reelle Chance im Late Game. Tanks sind im Late Game kaum noch in unter einer Sekunde zu töten. Deswegen muss man in der Zeit, wo sie noch nicht tanky sind, sehr gankaktiv sein, um sich Schwierigkeiten mit ihnen zu vermeiden. Zudem befreit ein früher Kill auf den oder die Tanks dich als Renger-Spieler ein bisschen von dem Druck, dass du alle zu töten hast. Denn in der Regel sind Midlaner und ADCs squishy genug, dass du sie zu jedem Zeitpunkt im Spiel töten kannst, und Supports haben nicht genug Geld, um sich genügend defensive Stats gegen dich zu holen. Falls du nun aber denkst, aber Gold 3, die Stacks bringen mir doch aber erst im Late Game was, weil ich dort erst richtig viel AD habe, oder? Kann ich dir sagen, dass das nur halb richtig ist. Es ist durchaus richtig, dass die Bonus-AD im Late Game einen massiven Bonus darstellen, doch sind die festen AD, die jeder Stack bringt, nicht zu unterschätzen. Bei 4 Stacks, welche bei 10 Minuten durchaus erreichbar sind, hast du immerhin allein durch den festen Wert ein kostenloses Langschwert an Bonus-AD. Deswegen empfehle ich bei Möglichkeit immer einen Level 3 Gank auf der Top-Lane, erst durch den Blue, dann die Wolves und dann den Red. Natürlich ist es auch möglich, einen Level 4 Gank auf die Botlane zu machen und vielleicht sogar 2 Stacks zu bekommen. Doch diese Variante empfehle ich nur, wenn du CC auf deiner Botlane hast, zum Beispiel Braum, Bard oder Alistar. Bei einem Supporter, der wenig CC bringt, empfehle ich trotzdem einen Red Start, mit einem Invade in den gegnerischen Jungle, wenn der Gegner einen Level 3 Gank auf die Top versucht. Ist das nicht der Fall, musst du einfach Power farmen, mit Level 6 bist du dann 100% Gank bereit. Durch den Verlust der Wildheitsstacks beim Verlassen des Kampfes sehen Rengar-Ganks ohne Ult nun etwas anders aus als vor dem Rework. Hierbei hat er verschiedene Möglichkeiten. Er versucht sich von hinten in einen der Büsche auf der Lane zu sneaken und schlägt dann mit der Standard-Kombo zu. Das ist nur auf der Top- oder der Botlane möglich. Er rennt einfach ohne Vorbereitung auf den Gegner zu. Nicht zu empfehlen oder nur anwendbar, wenn der Gegner massiv overextended ist und keine Möglichkeit hat, dich zu kiten oder zu CC'en. Du lädst dir deine Stacks vorher an der Scuttlecrab auf, indem du sie an die Lane drängst, die du ganken möchtest, und dann innerhalb der 6 Sekunden bis zum Auslaufen der Passiven deine verstärkten Fähigkeiten benutzt. Achtung, nutze zum Töten von Scuttle nur deine Q-Fähigkeit, um den Cooldown für deine Gank bereit zu haben. Eine weitere Möglichkeit ist der schwere Bush-Jump. Sowohl auf der Midlane als auch auf der Top- und der Botlane ist es so gut wie immer möglich, auf einen der Minions oder den Champion selbst zu springen. Dafür kann man die beiden seitlichen Büsche von der Midlane nutzen oder den River Bush bei der Bot- und Toplane. Mehr dazu wird Max nun im Movement und Jump Guide erklären. Das richtige Movement sowie Positioning ist essentiell für einen erfolgreichen Rengar-Spieler. Ihr allein habt die Möglichkeit, einen Teamfight zu erzwingen, und ihr habt die Möglichkeit, einen Kampf im Vorhinein für euer Team zu gewinnen. Hierbei ist ganz wichtig, dass ihr dafür sorgt, dass sich euer Gegner eurem Spielstil anpassen muss. Das bedeutet, dass ihr sowohl aggressiv als auch unerwartet handeln müsst.
Beginnen wir mit der Jungle-Phase und den Early Ganks. Durch seinen hohen AOE-Schaden, welche seine Q mitbringt, sowie den Sustain seiner W, hat Rengar einen hervorragenden Jungle Clear und kann es sich erlauben, auszusuchen, wie er handeln möchte. Durch die bereits von Paul beschriebenen Gankmöglichkeiten kann er auch vor Level 6 bereits unerwartet erscheinen. Dabei ist es wichtig, schon vor dem Spiel festzustellen, welche der Lanes sich überhaupt für Ganks eignen. Vor Level 6 bevorzugt Rengar Lanes mit hohem CC-Anteil, da er selbst lediglich durch seine verstärkte E ein bisschen CC mitbringt. Dafür aber müsste er auf einen großen Teil seines Schadens verzichten. Zudem ist es sehr gefährlich, Champions, die ein gutes 2v1-Potenzial haben, zu ganken. Dazu gelten unter anderem Renekton, Darius und Illaoi. Die andere Möglichkeit ist es zu powerfarmen bis zu Level 6 und dann mit seiner Ultimate zu ganken. Hierbei ist es wichtig, dass ihr versucht, die Kontrolle des Rivers mittels Scuttle und Ward zu sichern. Dadurch helft ihr eurem Team, indem ihr Ganks durch Division vereitet. Zudem nutzt eure Zeit, während ihr jungelt, und schaut auf die Minimap. Pinkt eurem Team alles Wichtige. Wenn ihr farmt, habt ihr sowieso nicht allzu viel zu tun. Und es ist nicht dringend nötig, jedes Jungle Camp zu kiten. Ein weiterer sehr wichtiger Teil stellen die neuen Pflanzen dar. Nutzt die Vision-Pflanzen, um den gegnerischen Jungler im Auge zu behalten und um euer Team zu warnen. Oder um die gegnerischen Wards zu finden und zu zerstören, um eure Gegner in ein defensiveres Verhalten zu zwingen und Roams und TPs zu vereinfachen. Die Explosionspflanzen ermöglichen euch einen schnelleren Jungle Clear und die Heilungspflanzen heilen euch. Zerstört ruhig jede Pflanze, die ihr seht, auch wenn ihr zum Beispiel bei einer Heilungspflanze Full Life seid. Dadurch könnt ihr nämlich gegebenenfalls den Sustain des Gegners einschränken. Ab Level 6 könnt ihr dann aktiv nach Gankmöglichkeiten suchen. Auch hierbei gilt der Fokus darauf zu legen, welche Lanes den meisten CC haben. Auch wichtig ist darauf zu achten, welche Summoner Spells verbraucht wurden. Und dann ist noch zu beachten, dass Tanks im Early Game zu fokussen sind. Vor Level 6 ist die einzige Zeit, wo du dich aktiv von bestimmten Junglern fernhalten musst. Besonders Champions mit hohem CC, der instant vorhanden ist. Dazu gelten Rek'Sai, Hecarim und Lee Sin. Mit ihrem sicheren CC können sie Rengar massiv einschränken. Allerdings ist Rengar recht stark gegen C-arme Farm-Jungler wie Shyvana, Grace und Kha'Zix. Auch im Kampf und im späteren Verlauf des Spiels ist Rengars Positionierung wichtig. Schon wenn du einmal am falschen Platz bist, kann das deinem Team den Sieg kosten. Sei dir deiner Position als Assassine im Teamfight immer bewusst. Du bist dafür da, ein Ziel rauszunehmen und dabei zu überleben. Das ist nicht möglich, wenn man vor dem Kampf in 4 Leute springt, um vielleicht unter Umständen den Midlaner zu töten. Hierbei ist es wichtig, was du für ein Team hast und was dein Gegner für ein Team hat. Rengar passt sich dabei verschiedene Möglichkeiten an. Die erste Möglichkeit ist eine Teamfight-Komposition des eigenen Teams, welche viel CC und AOE-Attacken mitbringt. Ihr könnt einfach ulten, wenn euer Team bereit für den Kampf ist. Dem gegnerischen Team bleiben dann nur 3 Möglichkeiten. Erstens, sie fangen an zu groupen und euer Team kann sofort auf den Gegner engagen. Hierbei ist wichtig, dass ihr nicht sofort in den Kampf springt, sondern wartet, bis sich eine Gelegenheit für euch ergibt. Das gibt euch zusätzlich im Notfall die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr gegen einen gegnerischen Diver helfen wollt oder auf einen gegnerischen Carry springen wollt, um diesen zu neutralisieren. Die zweite Möglichkeit, die sie haben, ist gesplittet zu bleiben. Das allerdings sorgt dafür, dass ihr ohne Probleme einen der Gegner rausnehmen könnt und so im Vorhinein den Teamfight für euer Team zu gewinnen. Wenn sich keine andere Möglichkeit bietet, ist es nicht allzu schlecht, sogar auf den Support zu springen und diesen zu töten. Ein 4v5 bleibt ein 4v5. Die dritte Möglichkeit ist, dass das gegnerische Team einfach wegrennt und versucht, eure Ult zu entkommen. Das bedeutet in der Regel freie Objectives für euer Team. Das heißt Drachen, Barons, Turrets. Eine weitere Möglichkeit, wenn ihr Rengar picken könnt, ist, wenn euer Gegner ein Split-Push-Team hat. In vielen Fällen ist es Rengar möglich, den Split-Pusher zu töten und damit dem gegnerischen Team eine wichtige Quelle des Schadens zu verwehren. Auch außerhalb des Teamfights kann Rengar sehr stark sein. Besonders in Lower Elo gehen viele ADCs gerne allein auf eine Lane, um zu farmen und Solo XP zu bekommen. Scheut euch nicht zu ulten und diese zu vertreiben und im besten Fall auch zu töten. Mit 40% Cooldown Reduction ist der Cooldown sehr gering. Wenn ihr damit sorgen könnt, dass euer Gegner gegebenenfalls 1 oder 2 Summoner Space verwendet und ihr nichts dafür verschwenden müsst, ist es auch auf jeden Fall auch unterstützend für euer Team.
Benutzt euer Blue Trinket, um sicherzustellen, dass euer Gegner wirklich alleine ist. Wardet euren Rückweg ab, um sicherer zu escapen. Und nutzt den Movement Speed Buff eurer Passiven, um schneller wieder wegzukommen. Die wichtigste Regel bleibt es aber, dass es nicht darum geht, jemanden zu töten, sondern selbst zu überleben. Natürlich bestätigen Ausnahmen auch die Regel. Rengers Sprung ist einzigartig unter allen Passiven. Es ist der einzige Gap Closer, welcher als Passive existiert. Und auch der einzige Gap Closer ohne Cooldown. Abgesehen von Yasuo. Im Ernst, was soll die Kacke? 0,1 Sekunden? Wow! Trotzdem bringt der Sprung gleichzeitig einige persönliche Game-Mechaniken mit. Und wie man genau mit diesen umgeht, werde ich jetzt genauestens erläutern. Rengers Sprung ist die stärkste Fähigkeit in seinem Kit. Sie ist der Grund, warum es Riot so schwer fällt, Rengar zu reworken, ohne ihm seine Identität zu entziehen. Um euch bewusst zu machen, wie stark er überhaupt ist, möchte ich ihn erstmal mit Illaois W vergleichen. Illaois W ist auf einem moderaten Cooldown und geringer Reichweite. Synergiert mit ihrem Kit und ist ein Auto-Attack-Reset. Rengars Passive hingegen verbraucht keinen Fähigkeiten-Slot, hat eine höhere Reichweite und synergiert auch in gewisser Weise mit seinem Kit. Das bedeutet, dass Rengars Passive letztendlich ähnlich stark ist wie eine Fähigkeit. Daher ist es auch am sinnvollsten, sich mit dieser Passiven genauso zu beschäftigen, wie man es mit jeder Fähigkeit auch machen würde. Rengars Sprung bringt zwei entscheidende Besonderheiten mit. Erstens ist es möglich, während des Sprungs Fähigkeiten zu casten. Und zweitens ist es möglich, auch kurz noch nach dem Verlassen des Busches zu springen. Dies ist zum Beispiel eine Möglichkeit, auf künstliche Weise seine Sprungreichweite zu erhöhen. Dies kann durch simples Bewegen, aber auch durch den Vorwärtsdash der Q ausgelöst werden. Dadurch ist es möglich, absurde Distanzen zu überwinden, welche durchaus unerwartet für einen Gegner sein können. Allerdings muss man einiges beachten, wenn man so einen Advanced Jump machen möchte. Zuerst muss euch dabei bewusst sein, dass ihr dadurch einen riesigen Batzen an Schadenspotenzial verliert. Denn nicht nur trifft eure Q-Fähigkeit dadurch nicht, sondern eure verstärkte Fähigkeit wird auch zusätzlich um den Cooldown eurer Q verzögert, da ihr durch den Sprung und eure Fähigkeiten nur 3 Stacks bekommt. Ist dieser Sprung aus der Ultimate kaum bzw. gar nicht machbar. Müsst ihr mit eurem Cursor aus dem normalen Bereich drücken, um überhaupt den Dash zu machen. Das benötigt etwas Übung. Hier ist nochmal eine kurze Zusammenfassung von möglichen Sprüngen, die auf der ganzen Map verteilt liegen. Mir ist bewusst, dass das nicht alle sind, aber ein Großteil ist schon dabei. Und jetzt gibt es noch 3 kleine Tipps für die Leute, die ihr Rengar Gameplay verbessern wollen. Erstens, lerne deine Matchups. Nicht in jeder Situation ist es gut, einen Rengar zu picken. Und nicht gegen jeden Champion. Deswegen ist es besonders wichtig, dass du sowohl weißt, gegen welche Champions er stark ist und gegen welche er schwach ist. Und gleichzeitig weißt, falls du gegen einen Champion spielst, der dich countert, wie du ihm aktiv entgehen kannst. Dadurch musst du genau diese Champions spielen, um sowohl deren Stärken als auch deren Schwächen herauszufinden. Dasselbe empfehle ich für die Leute, die nicht wissen, wie sie Rengar countern sollen. Spielt Rengar. Ihr werdet sowohl im Jungle als auch beim Ganks verschiedene Stärken und Schwächen selber herausfinden. Und dadurch fällt es euch einfacher, den jeweiligen Champion zu countern. Findet euren eigenen Jungle Pass. Ich habe hier zwar ein Beispiel für einen Jungle Pass gegeben in diesem Guide,
Aber seinen eigenen Weg durch den Jungle zu finden ist essentiell. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Spielweise. Und genauso überträgt sich das auf die Jungle-Route. Manche wollen etwas aggressiver ganken, wohingegen andere lieber eher Power farmen wollen. Oder gar den gegnerischen Jungle invaden. Traut euch dazu, kreativ zu sein. Und zu guter Letzt findet euren eigenen Ränger. Das bezieht sich sowohl auf die Spielweise als auch auf den Bild. Dem Bild, den ich hier vorgegeben habe, ist ein Ringerbild, den mir gefällt. Mit der Spielweise, wie ich ihn spielen kann, beziehungsweise wie ich ihn spielen möchte. Wenn ihr lieber etwas mehr Bruiser-mäßiges spielen wollt, dann spielt ihr ihn auf Tank. Wenn ihr lieber mit Hydra spielen wollt, weil ihr dadurch einen besseren Clear habt, dann spielt ihr ihn mit Hydra. Wenn ihr ihn mit AP spielen wollt, dann spielt ihr ihn auf Full AP. Probiert euch aus und lernt dadurch die Stärken und Schwächen des einzelnen Builds. Kommen wir nun zum Fazit, wo ich etwas genauer auf die Vor- und Nachteile des Builds eingehen werde. Sobald ihr den Rengar etwas gespielt habt und auch einige der Mechaniken gelernt habt, werdet ihr merken, dass das Burst-Potenzial, welches von diesem Build erzeugt wird, unglaublich hoch sein kann. Zudem könnt ihr feststellen, dass euer Team durch das hohe Ward-Coverage unglaublich stark unterstützt wird, wenn ihr denn viele Wards stellt, natürlich nur. Weiterhin ist Rengar einfach als Assassin gedacht. Und ich persönlich empfinde, dass es auch so sein sollte, Rengar auf Assassin zu spielen, anstatt auf Tankiness oder so. Und zu guter Letzt handelt es sich bei diesem Bild um einen unglaublichen Carry-Bild. Man kann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes 1 gegen 5ern. Und ich habe es auch schon gemacht mit dem Bild. Und man muss zwar gefeedet sein, aber es ist durchaus machbar. Allerdings hat er auch so einige Nachteile. Lethality zum Beispiel ist ein unglaublich schlechter Stat. Nicht nur ist er counterintuitiv, da er schwächer ist, desto schwächer eure Gegner sind, sondern auch, dass Armor Penetration in Form eines Black Cleavers deutlich stärker ist. Ich nehme sie nur in mein Bild rein, weil die Items unglaublich gute Effekte für Rengar mitbringen. Ein weiterer Nachteil ist natürlich, dass Rengar durch diesen Bild unfassbar squishy wird und in späteren Teamfights meistens nur noch in der Lage ist, ein Target höchstens rauszunehmen und dabei zu sterben. Weiterhin ist eine seiner Schwächen, dass er einen deutlich späteren Power Spike bekommt. Letztendlich ist er wirklich erst mit 3 Items unfassbar stark. Wohingegen ein normaler Rengar mit Warrior Enchantment und Black Cleaver ein unglaubliches Schadenpotenzial schon aufweisen kann. Und zu guter Letzt, das was ihn mit am härtesten trifft, ist, dass Tanks 1000-mal stärker gerade sind als Assassin. Tanks sind in der Regel sehr stark gegen Rengar und können durch deren CC verwehren, dass Rengar den ADC oder den Midlaner töten kann. Allerdings wird Assassin Rengar wieder zu uns zurückkommen. Das war's auch schon mit meinem Kleingeld. Ich freue mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid, falls ihr so lange dabei geblieben seid. Ich freue mich natürlich über jegliche konstruktive Kritik an meinem Bild bzw. an meinem Guide. Schreibt sie gerne in die Kommentare und lasst eure Meinung auch in der Bewertungssektion da. Falls ihr noch zusätzliche Fragen habt, könnt ihr sie auch persönlich in den Kommentaren stellen. Ich werde versuchen, jede davon zu beantworten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß mit eurem neuen Rengar. Tonight we hunt!